Hallo zusammen. Ich möchte euch mal etwas anderes zeigen, und zwar habe ich mir PETG CF gekauft und wollte das einfach mal ausprobieren und habe die ersten Teile gedruckt. Und nachdem ich das erste Teil gedruckt habe, das sieht man hier, es hat eine fantastische Qualität und es ist unheimlich stabil. Man kann, obwohl es einwandig gedruckt ist, kann man drauf rumhämmern und es geht nicht so ohne weiteres kaputt. Ich habe hier ein Beispiel, wo ich mit der Fläche auf die Hand schlage. Es ist kaum zu glauben, ich finde es wirklich fantastisch. Und die Gewichte sind auch gar nicht so dramatisch. Ich habe hier die Gewichte mal dran geschrieben. Das ist die Nase mit 22,3 Gramm. Da ist unten ein kleiner Fehler drin. Ja, das macht aber nichts. Das ist das nächste Teil vom Rumpf. Also 31,3 Gramm, das nächste 43,3 und es ist alles in 0,2er Schichthöhe gedruckt und die Filament oder die Linienbreite ist nicht auf 0,42, sondern ich bin auf 0,38 gegangen. Das heißt, die Außenwand ist dünner als normal. Innen drin habe ich bei den Rumpfbauteilen eine Struktur von 3% Gitter gesetzt und in den Winglets und in den Tragflächen, da ist übrigens auch ein Fehler drin, ja, ein kleiner, da ist Gyroid drin. Die Querruder, die habe ich, so wie es auch vorgegeben war, senkrecht gedruckt. Waagerecht war es ein bisschen schwierig, weil sie nicht hundertprozentig aufliegen. Das ist auch PETG Kohlefaser mit 18,8 Gramm. Eine Tragfläche hat 52,1 Gramm. Und wenn ich alle Bauteile zusammenrechne, komme ich jetzt nur auf ein PETG CF Gewicht von 338,6 Gramm. Das Ganze werde ich wohl so ausstatten, dass ich auch mit FPV fliege, das heißt eine Kamera rein und mit 4S, das müsste eigentlich reichen. Und lasst euch überraschen, wie es demnächst weitergeht. Macht's gut, euer FC-Flieger und Modellbauer Hubert.